Und für die nächste Runde freue ich mich, der Sigmar Hasis hat spontan für den ersten Slot zugesagt. Sigmar Hasis hat Maschinenbau und Informatik studiert, mit anschließender Promotion. Er blickt auf 26 Jahre internationale Digitalisierungserfahrung bei Daimler zurück, zuletzt als CIO R&D bei Mercedes-Benz. Er hat mehr als 20 große Transformationsprojekte erfolgreich gesteuert und ist seit 10 Jahren VDA-Mitglied im Arbeitskreis Product Lifecycle Management und seit letztem Jahr ist er, glaube ich, Vorsitzender der VDA-Arbeitsgruppe Digitalisierung in der Entwicklung. Wir sind gespannt auf deinen heutigen Vortrag. Data Centricity drives Digital Engineering. Sigi, the show is yours. Ja, Sebastian, Thomas, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute in der Runde auch mal wieder physisch vor Ort zu sein. Leider seid ihr alle heute nicht zum Anfassen da. Schade, aber ich habe gehört, nächstes Jahr wollen wir das anders machen. Also vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich jetzt riesig, mit euch in der nächsten halben Stunde über vielleicht meine Erfahrungen, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, zu sprechen. Ich darf einen ganz kurzen Werbeblock vorneweg schieben. Ja, Sebastian hat es erzählt. 27 Jahre Mercedes, Daimler in unterschiedlichen Positionen durfte ich erleben. Von der Forschung über die Entwicklung, über die Produktion, Sales After Sales, unterschiedliche Lokationen, Deutschland. Die zweitletzte war dann in Asien, Singapur und Peking. In der letzten Position durfte ich 7 Jahre verweilen, so lange wie sonst nie, als CIO R&D und konnte da viel Erfahrung sammeln, die sich jetzt, nachdem ich mich vor 5 Monaten selbstständig gemacht habe, mit Hasis DEC, Digital Engineering Consulting, mit euch zu teilen und euch beraten. Ja, einen Teil möchte ich heute vortragen. Ich weiß, dass ihr alle aus unterschiedlichen Industrien kommt, wahrscheinlich 70% aus Automotive, Rest vielleicht Flugzeug, Pharma, Maschinenbau. Aber egal, in welcher Industrie wir zu Hause sind, arbeiten. Ich glaube, eins ist gemeinsam und es zeigt auch schon das Motto Daten. Daten, Data-Driven, Data Centricity. Und darüber möchte ich reden und da möchte ich einige Erfahrungen mit euch teilen und nachher gerne auch mit euch diskutieren. In der Autoindustrie, Thomas hat es vorher schon erwähnt, sehen wir mehrere Trends. Wäre ich vor einem Jahr, vor 2 Jahren hier auf der Bühne gestanden, hätte ich erwähnt CASE, Connected, Autonomous, Shared und E-Driven. Heute stärker auf 2 Dinge fokussieren, nämlich tatsächlich E-Drive, tatsächlich Batteriegetriebenheit, nachdem die Autoindustrie und vielleicht auch bald Flugzeug und andere 100, 120, 135 Jahre Erfahrungen gesammelt haben im Combustion Engine, im Verbrennungsmotor. So sind wir noch Pioniere und lernen noch kräftig jeden Tag aufs Neue. Was heißt es, batteriegetriebene Antriebe zu bauen? Was heißt Range? Was heißt Langlebigkeit? Was heißt Gewichte? Und wie kriegen wir das Thema in den Griff? Das zweite ist ganz klar das Thema Vehicle Operating System. Nicht nur Enterprise IT, sondern Car IT. Software, das dominierende Elemente im Produktentstehungsprozess und alle wollen Tausende von Menschen in Deutschland, in Indien, weltweit einstellen, aber es gibt sie nicht. Fokus Software, Softwaregetriebenheit, ein Element von Daten. Und natürlich wird das Ganze begleitet in jeder Industrie von unterschiedlichen Marktregulierungen. Das heißt Zertifizierung, Homologation, eine dritte große Herausforderung. Ich will gern mit den ersten beiden Säulen einsteigen und zunächst einmal gucken, was ist zu tun mit dem neuen Phänomen Batterie. Noch nicht so viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung, aber ähnlich ist der Absicherungsprozess einer Batterie, eines batteriegetriebenen Systems im Fahrzeug. Wir beginnen eigentlich beim Thema Auslegung der Architektur von Batterien und Batteriesystemen und die Verifikation und Validierung schließt sich an. Wir beginnen bei der Zelle, vielleicht sogar noch früher im Atom- und Molekülmodell, das heißt also im Werkstoffmodell, integrieren bis zur Zelle, gehen bis zum Packaging, bis zur Batterie, um sie dann am Ende ins Gesamtfahrzeug zu integrieren. Also Auslegung
datengetriebene Auslegung eines Batteriesystems von der Chemie über die Physik letztendlich bis zur Software. Wichtig dann, ähnlich wie wir es kennen eigentlich vom Gesamtfahrzeug, wir haben zu tun mit Thermomanagement, mit Energiemanagement und vor allen Dingen, wie verhalten sich Schwingungen, Geräusch und all die Aspekte im Bereich der Batterie. Ich habe gesagt, wichtig von der Chemie über die Physik bis zur Software. Software auch in der Batterie, in der Batterietechnologie und Auslegung, ganz, ganz wichtig, vorrangig. Und dann natürlich die Phänomene, die wir letztendlich managen müssen einer Batterie, nämlich das Thema Langlebigkeit, das Thema Range, Reichweite und vor allen Dingen das Thema Gewicht. Also nicht nur unser Thema Gewicht, sondern auch Batteriethema. Wie kriegen wir das Thema Gewicht der Batterie als dominanten Faktor nach unten reduziert, um letztendlich dann auch die Range zu erreichen. Dann schließt sie natürlich EE und Elektronik an, um dann zu integrieren vom Motor über die Batterie, über die entsprechenden Powertrain-Elemente. Datengetriebenheit. Das zweite nach dem Thema Auslegung von Batteriesystemen ist das Thema Software. Wir alle wissen, wir kommen aus einer Zeit, wo ein großes Luxusfahrzeug, PKW, vielleicht bis zu 100 ECUs, also eine S-Klasse, früher 100 Steuergeräte. Und für diese 100 Steuergeräte wurden entlang dem Produktentstehungsprozess in knapp 4 Jahren mit 100 Steuergeräteherstellern Hardware und Software als Paket entwickelt. Und irgendwann kamen 100 Büchsen in der Gesamtintegration an und die musste man integrieren. Eine Komplexität, die einerseits nicht mehr bewältigbar war und zum anderen, die viel zu lange gedauert hat. Heute sind Fahrzeuge, Autos, letztendlich Computer auf Rädern. Das heißt, Hardware und Software werden strikt getrennt. Das heißt, die Hardware geht in Richtung Standardbebauung, keine 100 unterschiedlichen Büchsen und die Software mehr und mehr zum OEM, der die wirklichen Wertschöpfungsanteile zu sich zieht, weil sie letztendlich den Unterschied machen, um dann auf Basis von einer Standardarchitektur Software baut. Damit werden wir viel, viel schneller. Wir brauchen keine 4 Jahre mehr für Software, sondern wir können sie tatsächlich in 2 bis 3 Monaten entwickeln und so auch integrieren. Diese Systeme, die entstehen, vielleicht links unten dargestellt, sind Gesamtsysteme, die letztendlich von Kundenanforderungen, Customer Orientation, abgeleitet werden. Und es ist immer, wie wir es aus Systems Engineering kennen, es ist immer die Kette von Mechanik, Elektrik, Elektronik, Software. So entstehen 200, 300 unterschiedliche Funktionen, Hardware und Software, die wir nur noch integriert managen können, um Komplexität hinzubekommen. Qualität also first. Und wie schaffen wir es, unsere Fahrzeugfunktionen und Systeme dann auch ohne Taskforces kurz vor Rollout, kurz vor Markteintritt dann auch sicher auf die Straße zu bringen. Spannend für alle OEMs, wie kriegen wir es hin, den klassischen Produktentstehungsprozess Hardware, Elektrik, Elektronik zu verbinden, zu verknüpfen mit dem Softwareprozess. Der eine Prozess, den kennen wir seit 130 Jahren. Wir brauchen 4 Jahre, vielleicht zukünftig noch 3 Jahre, um diesen Hardware-basierten, Quality-Gate-basierten Prozess letztendlich zu durchlaufen, abzusichern und von der ersten Idee zu einem ausrollfähigen Fahrzeug zu kommen. 3, 4 Jahre. Und demgegenüber steht der Softwareentwicklungsprozess in seinen Domänen, der in 2 oder 3 Monaten dreht. Und sehr, sehr schnell jetzt Übergabepunkte benötigt, um Softwarezyklen und Releases, Bündel in den Hardwareprozess einzusteuern, aber nicht fix, nicht hart verdrahtet und verkodet, um nicht den Hardwareentwicklungsprozess zu verlangsamen. Für mich war es immer wichtig, über Values zu sprechen. Values heißt konkrete Messzahlen in Richtung Qualität, Geschwindigkeit und Zeit. Ich habe gerne gesprochen von 30
12, 1 ready, 30, wie schaffen wir es, den dominanten Faktor Kosten zu reduzieren? Und der hauptdominante Faktor in den Kosten ist bei den Fahrzeugen nach wie vor das Thema Hardware-Prototypen. Wie schaffen wir die Hardware-Prototypen, vor allen Dingen die frühen, jedes Jahr um 30%, das ist die 30, um 30% abzusenken. Hardware-Prototypen kontinuierlich zu reduzieren. 12 vielleicht ein Sinnbild, wie schaffen wir es, den Produktentstehungsprozess, den PEP, um Monate zu verkürzen. Schneller Time to Market. Und mit dem Thema griffige KPIs für Qualität tun wir uns schwer. Letztendlich Pro 1 als erste Charge, um dann live zu gehen, muss bereits Kunden verkaufbar sein und nicht Pro 2, Pro 3 und danach erst Kunden verkaufbare Fahrzeuge. Das waren vielleicht KPIs für Hardware, für Software ist es 3, 24 kleiner 30. Das heißt, in 3 Monaten kommt eine neue Software. In 24 Stunden will ich in der Lage sein, einen Prototypen dann auch zu flashen. Und kleiner 30 heißt, kleiner als 30 Minuten möchte ich mir geben für Flashing over the Air. Um das Ganze zu tun, Hardware und Software, Integration, Software, Daten, brauchen wir entsprechende Architekturen. Wir haben strukturierte Daten, wir haben unstrukturierte Daten. Die strukturierten Daten haben wir organisiert in unserer Landscape, in unseren Backend-Systemen, von der Entwicklung über die Produktion zum Sales, zum After-Sales, ja vielleicht sogar im Lifecycle. Unstrukturierte Daten kommen letztendlich aus dem Feld zurück, kommen von unseren Prüfständen, haben wir gesammelt über unsere Testflotten. Und wie kriegen wir die Daten zusammen, strukturiert und unstrukturiert? Um letztendlich die richtigen Schlüsse zu ziehen, nämlich Data-Driven Decision Making. Weg von Willkür, weg von der Lauteste setzt sich durch, der Schnellste setzt sich durch. Kein Windhundprinzip mehr, sondern datengetriebene Entscheidungen entlang einer Kette, Thomas hat es vorher gesagt, Ende zu Ende, nämlich wie schaffen wir es, diese Silos aufzulösen und Ende zu Ende uns vielleicht langfristig aufzustellen, zu organisieren, aber zumindest zu denken. Einen Mindset zu etablieren, der Ende zu Ende geht. Ich gehe nachher noch auf ein Beispiel ein. Stichwort Daten, Datenformate. Ja, 15 Jahre VDA, ja, im letzten Jahr durfte ich Chairman sein, weil natürlich dieses Amt auch in der Rolle des CIOs R&D hing, habe ich dieses Amt an meine Nachfolgerin, an die Inga von Bibra übergeben, die das Thema jetzt als Chairman weiterführt. Aber es war schon eine spannende Sache mit den OEMs, mit den First- und Second-Tier-Suppliern und vielleicht sind ja auch einige heute zugeschaltet, Datenformate zu standardisieren. Und ich habe mich immer stark dafür eingesetzt, Daten zu standardisieren. Daten, die wir innerhalb des Unternehmens entlang dem V-Modell, entlang dem Produktentstehungsprozess, aber auch in der Kollaboration mit First- und Second-Tier-Suppliern verwenden für den Datenaustausch. Systems Engineering basiert auf einer unterschiedlichen Art von Daten von unterschiedlichen Klassifikationen, also solche, um Systeme zu modellieren. Also SysML als eins der Beispiele oder RecIF, um Spezifikationen, Lastenhefte und die einzelnen Attribute während der Spezifikationsphase mit den Lieferanten, mit den Systemeignern auszutauschen. Oder Funktionsdaten, FTX, um wegzukommen von manueller Übertrag von Funktionsdaten, von einer Dämpfer-Kennlinie oder anderen Diagrammen rechenverarbeitbar bereits vom Lieferant zum OEM und in sein MATLAB Simulink oder wie auch immer entsprechendes Systems Engineering Modell. Oder JT, wir hatten bei Mercedes schon alle Prozesse intern vom nativen zum neutralen Format überführt, um letztendlich Ende zu Ende bis runter zum Arbeitsplatz ohne Zeichnung Daten über Produkt, über Fahrzeug, über Elemente, über Fahrzeugkategorien und Ausprägungen dann bereitzustellen. Und letztendlich Software. Software-Artefakte und wie schaffen auch dort weiter zu zentralisieren, zu standardisieren. Eins wurde vorher schon gesagt, wie arbeiten wir denn auch zusammen innerhalb von Kollaborationen? Gaia-X. Darauf über Use Cases Catena-X. Und ich gehe davon aus, viele von euch
haben sich engagiert und arbeiten mit in diesen Räumen, in diesen Datenräumen, die natürlich entlang der Prozesskette, entlang einer Lieferkette, entlang von Kollaborationsszenarien zusammenarbeiten. Ich will aber heute gar nicht auf CO2 eingehen. Ich will gar nicht eingehen, wie ist eine CO2-Bilanz von der Mine bis zum Recycling. Ich will auch gar nicht auf Halbleiter und deren Kette eingehen, sondern vielmehr, wie hilft auch ein Gaia X, Catena X in einem digitalen Zwilling? Wie können wir also mit Datenräumen zusammenarbeiten, indem wir über definierte Lese-, Schreib-, Zugriffsrechte letztendlich Partner, die das Recht geben, über ein Metamodell auf direkte native Instanzen zuzugreifen. Thema, wo ich nochmal einladen darf. Ich glaube, da ist gerade viel Musik hier in der Kollaboration. Wir werden heute ja noch einiges über das Thema von unterschiedlichen Partnern hören. Zum Ende will ich noch einen Deep Dive machen. Die letzten 4 Jahre bei Mercedes haben wir ein großes Projekt mit vielen, vielen Partnern und einige haben wir heute hier auf der Bühne. Und natürlich, der Einladende hatte hier einen großen Anteil beim Aufbau dieses digitalen Zwillings mit Conviver. Ich werde darauf eingehen. Also erstmal vielen, vielen Dank für alle Partner, die heute dabei sind, die den digitalen Zwilling bei Mercedes zum Erfolg haben werden lassen. Digitaler Zwilling, ja, gestern Abend haben wir schon begonnen. Was ist die Definition von einem digitalen Zwilling? Ich sage, eine vollständige Repräsentation eines Fahrzeuges in seiner gesamten Konfiguration von der Geometrie, Gestalt, Funktion, von der Entwicklung über die Produktion, Sales, After Sales bis rein in die Kette der Nutzung des Fahrzeuges zu repräsentieren, um die richtigen Entscheidungen data-driven, data-centric abzuleiten. Also weg mit den Silos hin zu einer Ende-zu-Ende-Verkettung. Einige Use Cases dargestellt, das heißt, wie hilft ein digitaler Zwilling bereits in Systems Engineering, Prozessketten in der Produktentwicklung. Wie schaffen wir es, die digitale Entwicklung mit einer digitalen Fabrik nicht nur One-Way, sondern in einem Data Loop, in einem Datenzyklus und Kreislauf zu integrieren. Wie können wir im After-Sales-Bereich das Thema Flashing over the Air, also ein Geschäftsmodell, mit dem wir zukünftig viele, viele Milliarden Euros hoffentlich machen wollen, über Upselling, über Verkauf von Datenprodukten, Softwareprodukten, hin zu einer virtuellen Wahrnehmung eines Kunden im Showroom oder zu Hause mit seinen Augmented Reality Geräten dann zu unterstützen. Ich will auf den mittleren Teil eingehen. Das heißt, ich habe schon was erzählt rechts über die Use Cases, über Produkte. Ich habe links über die Ende-zu-Ende-Kette gesprochen, damit der digitale Zwilling eben nicht Halt macht in einem Silo, an einer Silogrenze, sondern immer, und das ist mir wichtig, dieses Ende-zu-Ende-Denken, immer Ende-zu-Ende Value zu treiben, Value zu generieren. Und am Ende, und ich komme auf die Architektur in der Mitte, auf das Dreieck, wir alle haben Hunderte von Backend-Systemen. Und wir haben nicht das Geld und wir haben auch nicht die Zeit, all diese Systeme zu revolutionieren und neu zu bauen. Was wir aber können, und da würde ich einladen und Werbung dafür machen, ich glaube, das haben wir bei Mercedes sehr gut gemacht, baue eine Steckerleiste. Identifiziere die relevanten Systeme, baue keine Systeme mehr mit proprietären Schnittstellen, sondern versorge die relevanten Systeme mit APIs. Macht es zu einem Standard, zu einem verpflichtenden Standard. Keiner darf raus. Kein System darf mehr gebaut werden ohne APIs. Am besten über einen Standard. Wir hatten uns entschieden über One API, verpflichtend orchestriert, und zwar über Entwicklung, Planung, Produktion, Sales, After Sales. Ein Bauplan, eine Steckerleiste, die letztendlich sicherstellt, dass Backend-Systeme über Domänengrenzen hinweg anzapfbar sind und dann in eine zweite Ebene, in einen Data Layer mit einem intelligenten Netz. Ich gehe gerade noch darauf ein, wie wir das gemacht haben, auch mit Hilfe von Conviver, um letztendlich intelligentes Link-Management aufzubauen, um Ende zu Ende zu integrieren, um Datenelemente aus unterschiedlichen Systemen, Applikationen entlang der Prozesskette intelligent zu verknüpfen,
Business Unit Logik anzuheften und zu integrieren, um am Ende Cockpits zu bauen. Cockpits also im Sinne von rollenbasierten Cockpits. Also, um ein Beispiel zu nennen, ein Bauteilverantwortlicher ist eine Rolle, die finden wir zu Hunderten in der Entwicklung oder Systementwickler oder Produktionsplaner. Also jede Rolle erhält sein Cockpit und über ein Data Layer, über Link-Management und Zugriff auf Daten schaffen wir es für jeden Rolleninhaber den Zugriff und seine Daten zu orchestrieren, zusammenzuziehen und aufzubereiten für die Alltagsbewältigung in seiner Rolle. Das zeigt letztendlich auch dieses Modell. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen näher an den Bildschirm rücken, wenn ich jetzt mal hier drauf eingehe, auf die Details. Und ich will es mal von links nach rechts erklären. Ich beginne nochmals mit den vielen, vielen Systemen, die wir heute haben, strukturiert, aber auch unstrukturiert über Big Data. Wichtig ist, wir haben letztendlich Sensoren, APIs, die auf strukturiert oder auf unstrukturierte Daten aufsetzen. Und dann haben wir unterschiedliche Use Cases, für jeden Fall das Richtige, und ich fange mal von oben an, über Online- oder transaktionelle APIs einzelne Attribute, Objektattribute zuzugreifen, um sie dann am Ende in dieses Cockpit zu transportieren und aufzubereiten. Also, wenn wir einzelne Systemattribute zugreifen, dann geschieht das über Online-APIs. Oftmals habe ich aber nicht nur einzelne Attribute, Objekte, sondern ich habe eine Vielzahl von Informationen. Ich bin dann beim Streaming und dann muss ich auch anders vorgehen. Ich habe da nicht nur diese transaktionelle API, sondern ich gehe dann über Data Aggregation, über Search, letztendlich über Semantic Search, Semantic Linkage in die Verknüpfung rein, um objektübergreifend, um funktionsübergreifend, um siloübergreifend Objekte, Wissen zusammenzubringen, um sie dann in entsprechende Use Cases zu bringen. Hin zu unstrukturierten Daten. Ich bin dann im Data Lake, in dem ich strukturiert und unstrukturierte Daten zusammenbringe, um Mehrwerte zu generieren. Bis hin zum vollständigen Data Streaming und Handling von Massendaten, die ich jetzt Use Case für Use Case in die unterschiedlichen Anwendungen bringe. Und dann über entsprechende Policy Engines, Rollen- und Rechtekonzepte, über Standard-Authentifizierungen letztendlich so ein System dann auch beherrschen kann. Ich fasse zusammen. 5 Dinge wären mir heute wichtig. Ihr habt gemerkt, mir war wichtig das Thema Datenverfügbarkeit, Datenzugriff. Ich kann nochmal Werbung machen, und das macht ihr schon lange. Investiert in APIs. Eine API ist ein Produkt. Versteht APIs als Produkte. Und APIs generieren Wert, Value. Ich komme auf den Wert nochmals zu sprechen. Also wertegetriebene APIs, nicht, ich sage mal, unpriorisiert, sondern immer einem Datenkatalog folgend, indem ich mir als erstes die Frage stelle, welche Datenobjekte generieren den größten Mehrwert, den größten Value fürs Unternehmen. Lass uns mit diesen Daten beginnen, identifizieren, wo sind sie in den Backend-Systemen, dort mit den APIs beginnen und kein neues System mehr bauen ohne diese API-Stecker. Lasst uns die Daten in Plattformen sammeln. Ja, am Anfang sind es vielleicht ein paar zu viele, aber wichtig ist, dass wir erstmals Datenplattformen in der Cloud oder in Cloud-ähnlichem Zugriff organisieren und orchestrieren. Ja, am Ende brauchen wir ein Target-System, eine Zielbebauung, um letztendlich auch föderierend Daten von unterschiedlichen Plattformen auszutauschen, Cloud, Kommunikation und andere Mechanismen. Eine Sache ist wichtig, wie Zähneputzen jeden Tag. Datenqualität. Datenqualität. Die fällt nicht vom Himmel. Die müssen wir jeden Tag neu praktizieren, wie Zähneputzen. Wer ist verantwortlich? Wir alle. Wir alle sind für unsere Daten und deren Qualität verantwortlich. Also mit diesem Mindset, Datenqualität muss ein
Data-Driven, Data-Centric-System letztendlich auch befeuert werden. Shit in, Shit out, wenn die Daten nicht aktuell sind und die Qualität nicht hoch ist, dann ist am Ende auch das Ergebnis, das wir ableiten, nicht der Mühe wert. Und ich bin jetzt schon neben den harten Themen bei den weichen Themen. Und am Ende, wenn Systeme fallen, wenn sie nicht erfolgreich abgeschlossen werden können, ist es oftmals nicht die Hard Facts, sondern die Soft Facts. Und Soft Facts, es beginnt mit dem Data Mindset. Und das ist für Daten dasselbe wie für digital. Wir brauchen einen digitalen Mindset, wir brauchen einen Data Mindset. Gebt Daten den richtigen Wert, um am Ende wertgetrieben, value-getrieben, digital abgeleitet Entscheidungen treffen zu können. Also nicht mehr der Lauteste setzt sich durch oder der es schon immer so gemacht hat, setzt sich durch, sondern der es mit Daten belegen kann, der data-driven ist, der data-centric ist, der digital abgeleitet hat. Und ich komme zum letzten Schwank, nachdem ich jetzt 5 Monate selbstständig bin und ich darf als Advisor sowohl kleine Startups begleiten als auch große OEMs. Ich mache nach 5 Monaten folgende Erfahrung. Ich sage immer, mit Hänschen macht ihr Hänschenprojekte. Und Hänschenprojekte sind kleine Entscheidungsträger, die sich über Technologie auch überzeugen lassen. Ich sage, das ist bottom-up. Auf der anderen Seite brauchen wir Hans-Entscheidungen. Wenn wir mit Hans sprechen, dann werden Hans-Projekte draus. Große Entscheidungen, große Projekte. Aber Hans spricht eine andere Sprache. Hans spricht Value, Value, Value. Deswegen die Einladung und deswegen habe ich Value in die Mitte gepflanzt, Value getrieben. Alles muss letztendlich zu einem Nutzen beitragen. Ich will helfen, unterstützen, den Wert, den Mehrwert gerne in KPIs, gerne in Messzahlen sportlich aufzuschreiben und dann können wir auch mit Hans große Projekte machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, normalerweise würde jetzt ein Mega-Applaus kommen. Vielen Dank, Hans. Nein, vielen Dank, Dr. Sigmar Hasis natürlich. Sie bleibe einfach hier stehen, ich komme zu dir. Vielen, vielen lieben Dank für die sehr gute Herleitung und für den Bogen, den du gespannt hast. Ich schaue mal so ein bisschen in die Regie. Der Tim schaut ein bisschen nach dem Chat, wo Fragen kommen. Ich habe so 1, 2 Fragen aus unserem Team auch noch mitgebracht. Die sind natürlich ein bisschen technologischer getrieben. Also ich glaube, du hast es im Wesentlichen auch schon beantwortet. Was ist so die Berechtigung, was ist so die Aufgabenstellung aus deiner Sicht, die Knowledge Graph, die so eine Verlinkung in der IT-Bebauung hat? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen und wie da die semantische Aufgabenstellung letztlich ist. Ich glaube, auch der Thomas hat schon erwähnt, wichtig ist, wir haben heute eine sehr, sehr starke Silo-Orientierung in den Systemen, in den Applikationen, in den Denkweisen und auch in der Art und Weise, wie wir heute Datensysteme orchestrieren. Data Linkage heißt, wie schaffe ich es übergreifend? Thomas sagte Ende zu Ende, ich würde genau den gleichen Begriff verwenden. Lasst uns Ende zu Ende Objekte, Klassen, Attribute verknüpfen, Mehrwert generieren durch Ende-zu-Ende-Verkettung, das heißt entlang der Produktentstehungsprozess von der Entwicklung, Produktion, Sales, After Sales, Usage, aber auch innerhalb von den Domänen Mechanik, Elektrik, Elektronik, Software. Lasst uns Querbeziehungen, funktionsübergreifende Zusammenhänge abbilden, indem wir dort über Link Management, Linkage letztendlich Mehrwert generieren. Und da bin ich sicher, das Thema Mehrwert, Value, ist dort gut aufgehoben. Okay, super. Das ist natürlich, glaube ich, Öl hier auf die Mühlen unserer Kollegen, die das, glaube ich, sehr ähnlich sehen und wo wir auch sehr intensiv dran arbeiten. Und jetzt möchte ich nochmal alle animieren, intensiv den Chat zu benutzen. Der Sigi Hasis ist zwar noch den ganzen Tag hier, aber natürlich wäre es schön, wenn wir jetzt in dem Kontext noch die eine oder andere Frage beantworten könnten. Ich habe noch eine. Viele unserer Zuhörer und auch so die Familie um Linkdata und Conviva herum wissen ja, dass wir in dem Data Layer Projekt bei deinem früheren Arbeitgeber eine aktive, durchaus zentrale Rolle gespielt haben innerhalb des Data Layers. Und da war nochmal so die Frage, weg von der rein technischen Betrachtung, was sind da so die Herausforderungen gewesen, was waren so die großen Schwierigkeiten in so einem großen Programm, das zu steuern, das umzusetzen, das wirklich auf die Spur zu bringen? Also wenn die Frage ist, was war vielleicht
die härteste Nuss, die zu knacken war in so einem großen Programm wie PDM 2020, wie der digitale Zwilling. Und ich darf nochmals zusammenfassen, es waren viele Partner, es war letztendlich Fachbereich und IT und es war Fachbereich und IT letztendlich Entwicklung, Produktion, Sales und After Sales. Eine unheimlich große Gemeinde an Experten. Und ich glaube, das größte Problem, und da würde ich auch beim Aufsetzen neuer Programme immer darauf achten, lass dich nicht abspeisen mit Splitterkappa. Splitterkappa ist immer eine Herausforderung bis hin zu einer Erschwerung eines großen Programmes oder Projektes. Ja. Splitterkappa, wenn also Experten, die notwendigerweise mitarbeiten müssen, zu 5%, zu 10%, zu 20% Zeitanteile mitarbeiten, dann ist es extrem schwer. Ich würde heute von einem Vorstand erwarten und verlangen, ich mache ein Programm nur noch, wenn ich dezidiert letztendlich auch die Experten zugestellt, beigestellt, integriert im Team mitarbeiten lassen darf. Splitterkappa ist unendlich ermüdend, kostet viel Kraft und ist sehr schwierig zu orchestrieren. Also vielleicht spreche ich bei euch da einen Nerv an, vielleicht macht ihr ähnliche Erfahrungen, aber habt den Mut, Splitterkappa abzulehnen und sagen, nee, machen wir nicht. Okay, dann nochmal ganz herzlichen Dank, Sigi, dass du gekommen bist, den weiten Weg aus dem Stuttgarter Raum.